Heute möchte ich euch ein paar Tipps verraten, worauf man beim Tanken achten kann, um richtig Kohle zu sparen. Wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Bei mir geht es heute nicht darum, dass du mit dem richtigen Reifendruck fahren sollst oder vorausschauend fahren sollst. Nein, ich habe ein paar andere Tipps auf Lager, wie du ordentlich bei den Spritpreisen sparen kannst. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und das Video habe ich heute ganz einfach gegliedert. Im ersten Teil, da gucken wir uns sofort an, wie du richtig Geld sparen kannst beim Tanken. Im zweiten Teil, da möchte ich euch dann Apps vorstellen, 3 Stück an der Zahl, mit denen du nicht nur gucken kannst, wie viel der Sprit überall kostet, sondern wo du auch direkt an der Zapfsäule bezahlen kannst. Wie das Ganze funktioniert und welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt, das zeige ich euch im zweiten Teil. Und zu guter Letzt haben wir dann eine Zusammenfassung. Und damit würde ich sagen, können wir sofort starten. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, und der erste Tipp, das ist gleich die Uhrzeit, wann du tankst. Und zwar nicht nur die Uhrzeit, sondern auch der Wochentag. Eins ist klar, wenn die ganzen Pendler auf dem Weg zur Arbeit sind und auch wieder zurück, dann kann es richtig teuer werden. Und beim ADAC findet man hierzu eine super Übersicht, zu welcher Uhrzeit der Spritpreis an den Tankstellen im Durchschnitt am günstigsten ist. Und dabei hat sich herausgestellt, dass zwischen 20 und 22 Uhr die Spritpreise an den Tankstellen meist am günstigsten sind. Insofern, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann richtet euch sehr, sehr gerne nach der Uhrzeit. Wir schauen uns das jetzt gerade noch mal im Detail an. Denn hier auf der Webseite des ADACs kann man genau nachvollziehen, was der Sprit im Durchschnitt wann kostet. Das ist auch nochmal wichtig, ist hier wirklich nur ein Durchschnitt. Ich habe festgestellt, bei meiner Stammtankstelle, da ist der beste Tankpreis zwischen 11 und 15 Uhr und dann später wieder ab 19:30 Uhr. Also haltet da einfach mal die Augen offen. Bei all den Daten, die der ADAC hier im Mai aufgenommen hat, hat er übrigens auch gesagt, dass die größte Differenz an einem Tagespreis 7,3 Cent pro Liter Diesel betragen. Und das bedeutet, wenn du 50 Liter tankst, dann sind das mal 3,65 €. Und wenn man voll tankt, könnt ihr euch das entsprechend errechnen. Den Link zu dieser Webseite, den findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung oder bei mir auf dem Blog. Ja, und dann weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte auch, dass Tankstellen gerade vor Ferienbeginn auch nochmal ordentlich hochgehen mit den Preisen. Oder habt ihr da andere Erfahrungen? Der zweite Tipp, das sind Bonussysteme. Ganz besonders beliebt in Deutschland ist zum Beispiel Payback, ist die Deutschlandkarte oder die Shell Clubkarte. Bei diesem Bonussystem musst du dich registrieren und natürlich gibst du damit deine Daten preis und du bindest dich an einen Tankstellenhersteller. Wie das alles im Detail aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Dann sehen wir uns mal beispielhaft diese 3 Bonussysteme an. Beginnen möchte ich mit Payback. Hier kannst du bei Aral tanken und bekommst dann für 2 Liter Diesel beispielsweise einen Payback-Punkt. Du kannst aber natürlich auch im Shop einkaufen, Wäschen kaufen und so weiter und damit Payback-Punkte sammeln und diese kannst du wiederum in deren Premium-Shop einlösen. Die Deutschlandcard funktioniert eigentlich genauso wie das Payback-System, nur eben für andere Supermärkte und generell für andere Shops und eben auch für andere Tankstellen, in diesem Fall für Esso-Tankstellen. Auch hier ist es wieder ähnlich. Du bekommst hier pro getankte 2 Liter Diesel immer einen Punkt gut geschrieben und die Punkte kannst du anschließend entweder direkt mit deiner Esso-Rechnung verrechnen oder im entsprechenden Premium-Shop einlösen. Ein klein wenig anders verhält es sich beim Shell Club, denn hier kannst du auswählen, ob du dir pro Liter getankten Diesel 2 Punkte gutschreiben lassen möchtest oder direkt 2 Cent pro Liter Nachlass an der Kasse bekommen möchtest. Für absolute Vielfahrer gibt es hier noch ein weiteres Angebot. Wenn du Wert auf Premium-Kraftstoffe legst, dann kannst du ja ein Jahresabo abschließen und erhältst dann diese Premium-Kraftstoffe zum selben Preis wie die normalen Kraftstoffe. Wichtig ist mir noch an dieser Stelle zu betonen, ich blende hier in meinem Kanal immer Werbung ein, das ist eher so eine Vorsichtsmaßnahme von mir. Ich bekomme aber kein Geld für dieses Video und deswegen möchte ich natürlich auch keine explizite Werbung für einen dieser Anbieter machen, also schreibt super gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch andere Systeme kennt oder ihr uns noch auf was anderes hinweisen wollt. Das sind jetzt einfach mal Sachen, die ich vorstellen wollte, damit man generell mal auf die Idee kommt, dass so ein Bonussystem vielleicht interessant sein könnte. Der dritte Tipp ist ganz klar, wo du tankst. Und dabei können dir Apps behilflich sein, aber auch Preisvergleichsseiten im Internet. Das Bundeskartellamt hat das Ganze möglich gemacht, dass die ganzen Tankstellen ihre Preise ins Netz spielen müssen. Und daran bedienen sich dann diese Apps und diese Vergleichsseiten. Und damit kannst du immer genau überwachen, wie viel der Sprit wo kostet. Und wie das genau aussieht, das sehen wir uns jetzt auch wieder im Detail an. Ja, und an der Stelle möchte ich einfach mal 4 verschiedene Apps vorstellen. Zum ersten clevertanken.de. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Hier kann man einfach auf einer Landkarte gucken oder je nach Standort, wo man ist, kann sich dann die Tankstellen im Umkreis anzeigen lassen und vor allem auch die entsprechenden Spritpreise dazu.
Ein Mitbewerber dazu ist die App Mehr Tanken. Im Prinzip funktioniert die App genauso wie die Clever Tanken, wie wir es gerade gesehen haben. Was ich übersichtlicher finde, ist die Darstellung auf der Karte, denn hier wird auch farblich gleich mal gekennzeichnet, welche Tankstelle aktuell am günstigsten in deinem Umkreis ist. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Services in dieser App, wie einen Preisalarm, einen Verbrauchsrechner, man kann Rabattkarten hinterlegen etc. Das Problem ist nur, sie ist sehr werbelastig. Willst du diese Werbung ausschalten, dann musst du im Abo bezahlen. Die nächste App, die ich euch zeigen möchte, die kommt vom ADAC und heißt Drive. Sie verhält sich ähnlich wie die beiden vorhergezeigten. Man sieht auch wieder die Tankstellen auf der Karte und in einer Liste. Man sieht die Preise zu den jeweiligen Kraftstoffen, Öffnungszeiten, alles, was man eben haben möchte. Der große Vorteil an dieser App ist, dass sie absolut werbefrei ist. Sie ist kostenlos und man hat einen genialen Routenplaner. Den habe ich an anderer Stelle schon öfter empfohlen. Die vierte App, die ich euch hier zeigen möchte, nennt sich PaceDrive und sie finde ich am übersichtlichsten. Man kann hier anhand der Farben sofort erkennen, wo das Tanken für mich aktuell am preiswertesten ist. Ganz besonders spannend finde ich eine weitere Funktion, und zwar, dass man auch eine Tankempfehlung erhält, also eine Tendenz, wann wird der Preis steigen oder vielleicht sogar sinken. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Einen weiteren Vorteil bietet sie auch durch das direkte Bezahlen an der Zapfsäule, aber dazu kommen wir dann später. Und für alle, die sagen, oh nee, die App-Welt, das ist nicht so meins, das Ganze gibt es auch im Internet und man kann das Ganze mal über die Webseiten ansehen und die Tankstellen gegenseitig vergleichen. Ja, und spannend dabei ist natürlich auch, wenn du gerade auf Roadtrip bist und du bist auf der Autobahn, kann ich dir jetzt schon sagen, das hat auch der ADAC rausgefunden, ist aber auch natürlich logisch, an der Autobahn ist der Sprit immer erheblich teurer, als das der Fall ist, wenn du ein bisschen zur Seite fährst und dir einfach mal 3-4 Kilometer abseits den Sprit an der Tanke gönnst. Und das kann wirklich erheblich sein. Und hier habe ich wirklich ein krasses Beispiel. Passiert ist mir das an einem Freitag im November 2024. Eine Tankstelle ungefähr 3 Kilometer von der Autobahn entfernt. Hier kostet der Diesel 1,52 €, besser gesagt 1,53 €. Und dann bin ich weitergefahren, allerdings eine halbe Stunde, muss ich zugeben, und dann diese Raststätte an der Autobahn. Und hier kostet der Sprit 2,06,9 €. Also das sind 54 Cent Unterschied pro Liter. Das ist unfassbar. Wenn wir das regional betrachten, ist aber auch super spannend, wie sich das Ganze im Ausland verhält. Und auch da kannst du strategisch vorgehen, wenn du eine Reise beginnst. Und auch hier empfiehlt es sich zum Beispiel mal beim ADAC auf die Webseite zu gucken, denn hier sieht man die Preise immer aktuell im Vergleich. Mache ich jetzt eine Reise von Deutschland über Österreich nach Italien, würde ich wahrscheinlich in Deutschland nicht voll tanken, mehr in Österreich den Sprit vollpumpen. In Italien würde ich das alles genießen, das Wetter, das Essen, würde aber auch nicht voll tanken. Das würde ich wiederum machen, wenn ich dann über Österreich nach Deutschland zurückfahre. Jetzt haben wir also gesehen, wie man wirklich richtig Geld sparen kann. Und wir haben uns auch schon ein paar Apps angesehen, die uns auch dabei helfen können. Und jetzt möchte ich euch 3 Apps zeigen, die uns nicht nur die Preise an den Tankstellen zeigen, sondern mit denen ich sogar direkt an der Zapfsäule bezahlen kann, ohne dass ich noch ins Kassenhäuschen gehen muss und bezahlen muss. Welche Vorteile es hat, dazu kommen wir gleich. Ich stelle euch jetzt erstmal die 3 Apps vor. Begonnen hat der ganze Wahnsinn bei mir mit Philibri. Warum? Weil in dem Ort, wo ich unterwegs bin, da hat es eine Tankstelle und die akzeptieren eben diese App Philibri. Die App Philibri ist kostenlos und man erhält über eine Karte bzw. eine Liste eine genaue Übersicht, wo die nächsten Tankstellen sind und wie hoch der Spritpreis entsprechend ist. Ich kann mich dahin navigieren lassen, sehe, wie lange die Tankstelle noch geöffnet hat und kann dann an der Zapfsäule direkt tanken und auch über die App sofort bezahlen. Das Ganze funktioniert in meinem Fall über Apple Pay. Zu allen gezahlten Tankvorgängen liegt dann eine entsprechende Rechnung auf der App hinterlegt und ich kann sie mir als PDF herunterladen. Die zweite App, die dann auf mein Handy kam, das ist PaceDrive. Haben wir vorher schon kurz gesehen. Und bei PaceDrive ist das Tolle, finde ich, dass man wirklich super übersichtlich sieht, wo der Sprit im Umkreis gerade am günstigsten ist. In meinem Fall jetzt zum Beispiel hier grün bei einer Avia-Tankstelle mit 1,52 der Diesel. Das Problem ist aber, dass hier PaceDrive nicht zum Bezahlen geeignet ist. Das steht dann hier auch dran. Das wiederum spricht aber, finde ich, für die App, dass es auch die Tankstellen anderer Anbieter zeigt. Also das finde ich sehr, sehr nice. Und natürlich findet man auch in dieser App seine Tankbelege wieder hinterlegt und kann sie als PDF herunterladen. Zudem unterstützt diese App auch als einzige, die ich zumindest kenne, Apple CarPlay bzw. Android Auto. Und die dritte App, die es bei mir aufs Handy geschafft hat, das ist die von Shell. Wenn du die Shell-App hast, dann kannst du auch automatisch an deren Bonussystem teilnehmen, für den, der das mag. Warum habe ich die Shell-App bei mir noch aufs Handy installiert? Naja, also einmal muss ich schon mal sagen, ich benutze eigentlich immer die beiden anderen, weil ich
Tankstellen um mich herum habe, die diese beiden Systeme unterstützen. Wenn ich jetzt aber trotzdem mal irgendwie auf Roadtrip bin und ich komme irgendwo in die Situation, dass ich nicht zu einer Tankstelle der beiden anderen Anbietern fahren kann, dann habe ich immer noch einen großen Markenhersteller, den ich in der Regel immer irgendwo finden kann, und dann habe ich diese App eben bei mir. Das kann dir extrem viel Zeit sparen, kommen wir aber gleich nochmal zu. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie das funktioniert, denn das System, das ist eigentlich bei allen drei Apps sehr, sehr ähnlich. Ich zeige euch das Ganze jetzt am Beispiel von Pacedrive, weil durch das Apple CarPlay habt ihr hier wahrscheinlich die besten Einblicke. Ansonsten funktionieren die Systeme super ähnlich. Als allererstes suche ich mir die entsprechende Tankstelle und kann mich sogar direkt dorthin navigieren lassen. Und auf dem Weg zur Tankstelle schalte ich schon mal meine Truma Dieselheizung aus, denn diese darf nicht an sein, wenn ich den Tankvorgang starte. Und nachdem sie auch immer ein bisschen braucht, bis sie wirklich aus ist, mache ich das schon während der Fahrt. Wenn ich dann an der Tankstelle ankomme, muss ich die entsprechende Zapfsäule auswählen, zu der ich gefahren bin. Danach gibt mir das System die Freigabe für die Zapfsäule und ich beginne ganz normal mit dem Tankvorgang. Ist dieser beendet, hänge ich die Zapfpistole wieder zurück in die Säule und steige in mein Auto zurück. Jetzt muss ich nur noch bezahlen. Das System hat verstanden, dass der Tankvorgang beendet ist und ich kann nun mit meiner Kreditkarte bezahlen. Wenn ich das Ganze über das Handy abwickle, wie ich euch jetzt am Beispiel von Philipri zeige, dann kann ich auch mit Apple Pay zahlen. Sobald der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, kann ich die Motoren anschmeißen und wegfahren. So einfach funktioniert das Ganze. Jetzt wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Das ist wirklich super einfach, aber welche Vorteile bringt das Ganze denn jetzt? Und das ist relativ einfach. Zum einen sparst du dir extrem viel Zeit. Gerade an großen Tankstellen ist das auffällig, wenn dann am Ende nur eine Kasse geöffnet hat, dann stehst du da oft, dann geht bei dem vor dir gerade die Kreditkarte nicht oder er braucht dann noch einen Lottoschein und dann noch dies und das und das kann dann ewig dauern. Davor bist du schon mal gefeit. Der zweite Punkt ist bei mir persönlich, ich muss immer die Tankbelege sammeln und das ist bei mir oft nicht so einfach, weil ich halt dann da schon ein Schussel bin. Die sind jetzt alle super übersichtlich in der App und wenn ich dann meine Buchhaltung mache, dann kann ich mir die einfach runterladen und entsprechend verarbeiten. Super, super gut. So, und der dritte Punkt, warum ich das auch noch positiv finde, der liegt aber noch in der Zukunft und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber das erhoffe ich mir so ein bisschen. Die Tankstellen, die bei mir so im Umkreis sind, die machen gegen 22 Uhr zu. Jetzt komme ich aber von meinem Roadtrip oft nachts nach Hause und da wäre es für mich natürlich super, wenn solche Systeme es mir dann ermöglichen würden, auch nachts tanken zu können. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber das erhoffe ich mir so ein bisschen. Jetzt haben wir vorher auch gesehen, dass nachts das Tanken ja immer sehr, sehr teuer ist. Das liegt aber wahrscheinlich meiner Meinung nach auch daran, dass die Tankstellen, wo du nachts immer tanken kannst, sehr rar sind, weil sie eben vom Personal her nachts staffen müssen. Und das könntest du damit ja wieder umgehen und insofern wäre das vielleicht für uns Verbraucher gar nicht so verkehrt. Und Nachteil ist auch völlig klar, du verlierst an Kommunikation, weil du redest nicht mehr mit Leuten. Jetzt ist die Frage, will man in der Tankstelle so viel quatschen? Aber der zweite Punkt ist natürlich für die Tankstellenbetreiber, die werden natürlich deutlich weniger Umsatz in ihren Häusern machen, wo sie dir noch alles andere verkaufen. Aber dazu will ich mich jetzt gar nicht weiter äußern. So, jetzt wisst ihr, wie das Ganze funktioniert und damit können wir direkt zum Fazit überspringen, richtig? Also zusammengefasst kann man sagen, zum einen ist es wichtig, wie du fährst natürlich. Zum anderen ist es ganz wichtig, zu welcher Uhrzeit und an welchen Wochentagen du tankst. Ein dritter Tipp, der sich auf dein Geldbeutel auswirken wird, das ist das Thema Bonussysteme, an denen du vielleicht teilnehmen könntest. Und der vierte und auch sehr entscheidende Punkt ist, wo du tankst. Ja, soweit also zusammengefasst. Ich hoffe, es hat dir jetzt was gebracht. Wenn du weitere Tipps hast, wie man sich richtig Geld sparen kann beim Tanken, dann super gerne ab mit dir in die Kommentare. Auch für weitere Hinweise und Fragen bin ich dir immer dankbar. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Like da lässt. Das ist für mich immer eine tolle Bestätigung, solche Videos weiter zu drehen. Und wenn du auch kein Thema mehr verpassen möchtest rund um das Thema Camping und Reisen, dann sehr gerne den Kanal abonnieren. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Ja, und damit, glaube ich, sind wir auch schon wieder durch. Ich wünsche euch jetzt immer preiswerten Sprit, guten Sprit. Das ist auch noch wichtig. Das sollte man vielleicht auch noch betonen bei der ganzen Angelegenheit. Und das Wichtigste ist aber, wenn ihr auf Roadtrip geht, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.